Deutsch lernen durch Hören. Wir werden ein Video pro Woche auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Abonnieren Sie bitte den Kanal und klicken auch auf die Glocke, damit Sie dann automatisch benachrichtigt werden, wenn ein neues Video online ist. Frag mal, wann sie kommt. Ich muss doch das Bett noch frisch beziehen. Und einkaufen will ich auch noch. Du, Sabine, Mama möchte wissen, wann du kommst. Sie nervt mich schon die ganze Zeit damit und ich wusste es nicht genau. Donnerstag oder Freitag? Am Freitag. Das hatte ich ihr aber schon letzte Woche gesagt. Und auch noch per WhatsApp geschrieben. Sie muss halt ihre Nachrichten auch mal lesen. Mit dem Auto? Kommt sie mit dem Auto? Frag mal, ob sie mit dem Auto kommt. Und wenn ja, frag sie auch, ob sie daran gedacht hat, es vorher noch mal in die Werkstatt zu bringen, weil das Auto letztens seltsame Geräusche gemacht hat. Mama lässt fragen, ob du mit dem Auto fährst. Sie macht sich Sorgen wegen der alten Karre. Ist ja ein sehr weiter Weg von Flensburg nach München. Nein, keine Angst, ich nehme den Zug. Ich komme um 20:13 Uhr an. Den Rest gehe ich zu Fuß. Ihr müsst mich nicht abholen. Nach der langen Fahrt brauche ich etwas Bewegung. Gut, ich sage es ihr. Mama, sie fährt mit dem Zug. Sie braucht eine warme Jacke. Es wird kalt am Wochenende. Sag ihr, sie soll eine warme Jacke mitnehmen. Der Sommer ist langsam vorbei. Mama sagt, dass es am Wochenende kalt werden soll. Sie meint, du sollst eine warme Jacke mitnehmen. Ja, habe ich schon im Koffer. Sag ihr mal bitte, dass ich schon erwachsen bin. Ich höre auch ab und zu den Wetterbericht. Was möchte sie denn essen? Frag sie mal, was ich kochen soll. Ich muss ja dann vorher noch einkaufen. Mama will wissen, was du essen möchtest. Ich freue mich schon seit Wochen auf Kartoffelsalat à la Mama. Mit Würstchen. Das soll sie bitte kochen, sagst du ihr das? Ja, gerne. Das sag ich Mama. Bleibt sie das ganze Wochenende? Frag sie mal, wie lange sie bleibt. Ach, ich bin ganz aufgeregt. Hoffentlich bleibt sie das ganze Wochenende. Mama fragt, ob du das ganze Wochenende bleibst. Ja, klar. Sonst lohnt sich doch die Fahrt gar nicht. Ich fahre erst am Montag wieder zurück. Und auch wieder mit dem Zug, falls Mama danach fragen sollte. Das ist schön. Dann haben wir ja richtig viel Zeit. Ich freue mich schon total auf dich. Es ist manchmal nicht ganz einfach hier mit Mama. Du merkst es ja gerade selber. Frag sie noch was. Frag sie, ob wir am Samstag Franz einladen sollen. Der hat sie ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Und der isst doch auch so gerne Kartoffelsalat. Und Sabine, Mama will auch wissen, ob wir am Samstag Onkel Franz einladen sollen. Weißt du was, Clara? Gib mir doch einfach mal Mama ans Telefon. Dann kann sie mich den Rest selber fragen. Und du gehst in die Küche und trinkst jetzt mein großes Glas Wasser. Bis Donnerstag dann. Ja, hallo, Mama? Natürlich können wir Onkel Franz einladen. Ich freue mich auch. Mama? Ich muss jetzt auflegen, es hat an der Tür geklingelt. Bis Donnerstag. Tschüss. Hallo Karl, ich bin's, Eileen. Bist du schon wieder hier? Ja, ich bin gerade aus dem Bus ausgestiegen und wollte kurz beim Supermarkt vorbeigehen, um etwas für das Abendessen einzukaufen. Soll ich euch auch etwas mitbringen? Braucht ihr etwas? Ich war eigentlich heute Morgen im Supermarkt und habe Käse, Haferflocken, Brot und Müsli gekauft. Aber dummerweise habe ich die Milch vergessen. Die brauchen wir morgen dringend zum Frühstück. Kannst du mal bitte für mich eine Packung fettarme Milch mitbringen? Ja, gerne. Ist das alles? Ja. Gut, dann bis gleich. Hallo zusammen, da bin ich wieder. Hey, Eileen. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben dich ziemlich vermisst. Wie war die Fahrt? Hallo Karl. Ich bin auch froh, dass ich endlich hier bin. Die Fahrt war nicht schön. Ich bin 24 Stunden lang unterwegs gewesen. Oh je, du Arme. Ich habe im Internet gesehen, dass genau auf deiner Route ein riesiger Stau war. Unsere WG hat sich vergrößert. Das hatte ich dir ja per WhatsApp mitgeteilt. Darf ich vorstellen? Unsere neuen Mitbewohner Fred und Wilma. Hallo. Karl hat mir schon von euch erzählt. Und Fotos habe ich auch schon bekommen. Habt ihr euch inzwischen gut eingelebt bei uns? Hallo Eileen, ich bin Fred. Willkommen zurück. Ja, wir sind schon seit 2 Wochen hier. Mir gefällt es sehr gut. Ich mag das Zimmer. Hallo Eileen, schön dich kennenzulernen. Wie war dein Urlaub? Wo warst du denn genau? Der Urlaub war total klasse. Ich war 2 Monate in Rom und dann noch eine Woche in Florenz.
In Rom hatte ich einen Schauspielkurs. Das war total spannend. In Florenz habe ich dann einfach nur Urlaub gemacht. Und ihr? Was macht ihr so? Ich lerne gerade für eine Klausur. Ich studiere Jura. Nächste Woche fängt das Semester wieder an. Und gleich zu Anfang müssen wir eine Klausur schreiben. Strafrecht. Das ist schwer. Ich bin im 6. Semester. Und du, Fred? Was studierst du denn? Ich arbeite gerade noch im Café Rooster. Das ist direkt am Bahnhof. Mein Semester fängt aber auch nächste Woche an. Ich studiere Medizin an der Medizinischen Hochschule. Ich bin im 7. Semester. Ich schließe bald mein Studium ab. Ah, wie praktisch. Dann sparen wir uns ja den Arzt. Und du kannst an uns gleich ein bisschen üben. Ja klar, das können wir machen. Da werden die Mäuse im Versuchslabor sich freuen. So, jetzt komm aber erst mal richtig aneilen. Lass uns alle mal in die Küche gehen. Du trinkst doch noch Kaffee, oder? Natürlich. Ich habe sogar extra aus Italien welchen mitgebracht. Der schmeckt viel besser als unserer. Den können wir gleich probieren. Gute Idee. Willkommen zurück in unserer Küche. Hier sitzt du ja immer am liebsten. Ganz nah am Kühlschrank. Und an der Kaffeemaschine. Oh ja, den Kühlschrank habe ich vermisst. Aber was ist denn hier passiert? Hier sieht es ja ganz anders aus. Naja, seit noch 2 weitere Personen hier wohnen, mussten wir etwas umräumen. Und Fred hat uns auch noch ein paar Tipps gegeben. Aber dein Stuhl ist noch da. Setz dich doch erst mal. Sag mal, Karl, wo ist denn meine Mikrowelle geblieben? Die stand doch immer auf dem Kühlschrank. Deine Mikrowelle. Ach ja, die haben wir in den Abstellraum gestellt. Sie steht im rechten Regal ganz oben. Warum habt ihr das denn gemacht? Die war doch nicht kaputt. Nein, sie war nicht kaputt. Aber Essen aus der Mikrowelle ist total ungesund. Deshalb haben wir sie weggestellt. So. Und der Zucker? Wo steht der? Oder habt ihr den auch weggeräumt, weil er ungesund ist? Der Zucker ist dort in der Blechdose. Fred hat gesagt, Honig ist besser. Deshalb steht der Honig jetzt auf dem Tisch. Aha. Und wo ist mein Pürierstab? Der hat doch immer griffbereit neben dem Herd gelegen. Den hat Wilma neben die Getreidemühle gelegt. Wir fanden, da passt er besser hin. Ja, genau. Da ist er ja. Über das Thema mit der Mikrowelle reden wir aber noch. Da möchte ich gerne ein Wort mitreden. Aber wo ist eigentlich die Uhr? Die hat doch immer über dem Schrank gehangen. Die haben wir ganz entfernt. Wir finden, in einer Küche sollte keine Uhr sein. Fred sagt, es ist ungesund, beim Essen an die Zeit zu denken. Und wie soll ich dann wissen, wann die Nudeln gar sind? Das gefällt mir gar nicht. Ich war doch nur ein paar Wochen weg und schon wird hier alles geändert. So etwas sollte von allen zusammen entschieden werden. Wir können ja noch mal darüber reden. Und übrigens suche ich meine Kiste mit den ungesunden Weingummis und den fettigen Chips. Habt ihr die auch weggeräumt? Oder einfach nur heimlich aufgegessen? Wonach riecht's denn hier? Ach du meine Güte, hier gibt es mehr Katzen, als ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und auch Kätzchen. Ich habe vergessen, dir zu sagen, dass Wilma 2 Katzen hat. Daisy und Blackie. Und letzte Woche hat Daisy 2 Babys bekommen. Karl, weißt du denn nicht, dass ich eine Allergie gegen Katzenhaare habe? Ja, aber... Karl, wir müssen dringend reden. Unter 4 Augen. Guten Tag. Wir sind vom XDR 5. Wir machen ein Interview zum Thema Internetnutzung. Haben Sie kurz Zeit für ein paar Fragen? Ja, gern. Aber nur, wenn es nicht lange dauert. Ich habe nur wenig Zeit. Ich muss zum Arzt und möchte natürlich pünktlich sein. Es geht ganz schnell. Was haben Sie gestern online gemacht? Ich war gestern den ganzen Tag zu Hause, denn gestern war mein freier Tag. Ich habe mir eine ganze Staffel einer neuen Serie angeschaut. Was für eine Serie war denn so spannend? Sherlock. Ach, Sherlock Holmes. Ist das nicht ein Film? Nee, das ist eine Serie aus England. Es geht um den berühmten Detektiv Sherlock Holmes, spielt aber in der heutigen Zeit in London. Spielt da auch Dr. Watson mit? Ja klar, die Hauptfiguren sind Sherlock Holmes und der ehemalige Arzt John Watson, die zusammen in einer Wohnung leben. Sherlock Holmes arbeitet als Privatdetektiv für die Londoner Polizei. Watson unterstützt ihn dabei. Die Schauspieler Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes und Martin Freeman als Dr. Watson spielen ihre Rollen sehr überzeugend. Ich sag nur, jede Folge ist super spannend. Sie haben mich jetzt aber neugierig gemacht. Und ich sehe mir unbedingt heute Abend den Krimi an. Vielen Dank. Bitte, gern. Entschuldigung. Haben Sie kurz Zeit?
Nur 2, 3 Fragen. Wir machen eine kleine Befragung zum Thema Internetnutzung. Ja, bitte. Wenn es wirklich nur kurz ist, dann gerne. Ich habe wenig Zeit. Haben Sie gestern das Internet genutzt? Und wenn ja, was haben Sie online gemacht? Ja, ich war online. Aber ich mache eigentlich nicht viel. Morgens beim Frühstück lese ich die Online-Zeitung. Das ist praktischer als die Papierausgabe. Beruflich muss ich auch viel lesen. Das mache ich ebenfalls online. Und die Post läuft bei mir auch fast nur noch digital. Also checke ich regelmäßig meine E-Mails. Machen Sie das während der Arbeit? Im Büro? Nein, dazu fehlt mir die Zeit. Im Büro schaue ich nur die geschäftlichen E-Mails. Ich mache die privaten Dinge über mein Smartphone. Das habe ich immer dabei. Wenn ich mit der Bahn fahre, habe ich dazu genug Zeit. So nutze ich die Fahrzeit sinnvoll. Haben Sie gestern auch noch andere Medien genutzt? Da muss ich überlegen. Nein, eher nicht. Obwohl, doch. Abends beim Kochen hatte ich das Radio gehört. Es gab eine Schlagersendung mit Volksmusik, die höre ich gerne. Haben Sie auch fern gesehen? Vielleicht abends die Nachrichten? Nein, die Nachrichten lese ich online. Ich habe gar keinen Fernseher. Mir ist ein gutes Buch lieber. Und das lese ich ebenfalls online mit dem Smartphone über eine App. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Bitte, gern. Und gleichfalls. Entschuldige, hast du kurz Zeit für ein paar Fragen? Nur 2, 3 Fragen. Wir machen eine kleine Befragung zum Thema Internetnutzung. Ja, klar, immer gerne. Was wollt ihr denn wissen? Hast du gestern das Internet genutzt? Und wenn ja, was hast du online gemacht? Online? Ihr wollt es aber ganz genau wissen. Also, wenn ich aufwache, checke ich erstmal die E-Mails. Dann gehe ich beim Kaffeetrinken auf Facebook und poste, was ich heute so vorhabe. Tja, das war's schon fast. Ach nein, ich habe mir noch ein paar Songs runtergeladen. Und ich habe eine neue Playlist gemacht. Nutzt du auch noch andere Medien? Ist bei dir zum Beispiel oft der Fernseher an oder das Radio? Ja klar, das Radio läuft immer. Ich brauche immer eine Hintergrundmusik. Manchmal läuft es sogar neben dem Fernsehen. Die guten Filme gibt es nur bei Netflix. Gehst du auch ins Kino? Ja, manchmal. Aber nicht so oft. Ich gehe lieber zum Fußball. Da habe ich mir gestern übrigens auch online die Eintrittskarte gekauft. FC Bayern gegen Hannover 96. Die spielen am Sonntagnachmittag. Vielen Dank für deine Zeit. Du hast uns sehr geholfen. Schönen Tag noch. Alles gut. Habe ich gern gemacht. Tschüss und viel Spaß noch. Wo ist denn meine Brille? Ach, Hans, die hast du doch schon auf der Nase. Ah, stimmt, danke. Das hatte ich schon vergessen. Und meine Schlüssel? Das weiß ich doch nicht. Gestern hattest du sie noch, sonst hättest du nicht aufschließen können. Ach, hier sind sie ja, in der Manteltasche. Wie gut, dass dein Kopf angewachsen ist, sonst müssten wir den auch noch suchen. Ach, Irene, du bist aber lustig. Jetzt fehlt nur noch mein Geldbeutel. Hast du ihn gesehen? Nein, hab ich nicht. Ich bin auch nicht für deine Sachen verantwortlich. Aber ich muss weg. Ohne Geldbeutel kann ich nicht aus dem Haus gehen. Ja, ja, schon klar. Schau mal auf dem Schreibtisch. Ist das nicht dein Geldbeutel? Oh ja, genau, da liegt er. Dankeschön, Irene. Immer wieder gerne. Du fährst doch mit der Bahn, oder? Nein, mit dem Auto. Das ist schneller. Mit dem Auto bei dem Verkehr? Da steckst du gleich im Stau. Das Auto ist auf jeden Fall schneller als die Bahn. Die hält ja alle paar Meter an. Warum nimmst du nicht das Motorrad? Da kannst du keine Zeit im Stau verschwenden. Warum nicht? Mit dem Motorrad bin ich wahrscheinlich am schnellsten. Aber schau mal auf die Wolken. Es regnet bestimmt gleich. Wo ist denn meine Regenkombi? Die sollte doch hier am Haken hängen. Dreh dich doch einfach mal um. Sie liegt neben dem Helm hier auf der Truhe. Es ist zum Verrücktwerden. Immer sucht man irgendetwas. Das macht mich noch wahnsinnig. Das ist schlimmer als im Film. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, mein Name ist Graf. Ich habe einen Termin zum Bewerbungsgespräch bei Frau Kamps. Ah ja, setzen Sie sich doch einen Augenblick. Frau Kamps kommt gleich zu Ihnen. Alles klar, vielen Dank.
Hallo, Frau Graf. Entschuldigen Sie, dass Sie so lange warten mussten. Ich hatte noch einen Kundentermin, der leider etwas länger gedauert hat. Kein Problem, ich habe keine weiteren Termine. Dann kommen Sie doch mit in mein Büro. Dann können wir uns ganz in Ruhe unterhalten. Sehr gerne. So, nehmen Sie Platz. Ich habe Ihre Bewerbung gelesen und war sehr neugierig auf Sie. Sie haben bereits als Buchhalterin gearbeitet? Ja, ich habe ursprünglich mal eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht und später dann eine Fortbildung zur Buchhalterin. Ich habe 8 Jahre lang bei einem Steuerberater gearbeitet. Und warum möchten Sie dort nun nicht mehr arbeiten? Der Geschäftsführer ist mittlerweile 62 Jahre alt und geht noch dieses Jahr in Rente. Er hat keinen Nachfolger für seine Kanzlei gefunden, also wird diese geschlossen. Daher suche ich nun nach einer neuen Arbeitsstelle. Verstehe. Dann sind Sie ja hier bei uns genau richtig. Wir suchen dringend eine neue Buchhalterin, da unsere 3 Angestellten nicht mehr arbeiten können. Das klingt hervorragend. Ab wann wäre der Arbeitsbeginn? Also, Frau Graf, ich spreche jetzt mal ganz offen. Sie sind die Beste für diese Stelle. Und ich möchte Sie gern einstellen, und zwar so schnell wie möglich. Haben Sie Ihre alte Stelle bereits gekündigt? Das ist nicht nötig. Mein Chef hat uns allen zugesichert, dass es keine Kündigungsfristen für uns gibt. Er lässt uns fristlos aus unseren Arbeitsverträgen raus, wenn wir eine neue Stelle gefunden haben. Er sagte, dass er uns in diese Lage gebracht hat und uns somit keine weiteren Steine in den Weg legen möchte. Das ist sehr nobel und für uns natürlich vorteilhaft. Könnten Sie nächsten Montag bei uns anfangen? Ja, natürlich. Ich freue mich sehr. Großartig. Dann bereite ich schnell noch Ihren Arbeitsvertrag vor und Sie unterschreiben ihn gleich heute. Eine Frage habe ich noch. Welches Gehalt erwartet mich denn? Ach, stimmt. Die wichtigste Frage haben wir übersprungen. Was stellen Sie sich denn vor? Ich hätte gern 3.000 Euro brutto. Das passt in etwa zu meinen Vorstellungen. Sie bekommen 3.100 Euro brutto pro Monat. Nach einem Jahr bei uns bekommen Sie eine Gehaltserhöhung. Das ist wunderbar. Ich freue mich auf meine neuen Kollegen. Das Team hier ist sehr herzlich und harmoniert gut. Ich denke, dass Sie sich gut einleben werden. Danke. Das beruhigt mich. Hallo, Emilia. Ich habe dich ja schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht es dir? Oh, hallo Konrad. Das stimmt. Aber ich habe im Moment einfach so viel zu tun. Ich habe mich doch vor 6 Monaten selbstständig gemacht. Und ich muss schon sagen, dass es wirklich viel Arbeit ist. Aber es lohnt sich. Du hast dich selbstständig gemacht? Das wusste ich gar nicht. Was machst du denn jetzt? Haben wir uns schon so lange nicht mehr gesehen? Das gibt's ja gar nicht. Ich habe einen Laden für Beauty-Produkte eröffnet. Bei mir gibt es auch nicht nur die Produkte, sondern auch Schminkkurse und Typberatung. Bisher läuft es sehr gut und ich habe für die nächsten 2 Monate keine freien Termine mehr. Das klingt ja fantastisch. Du hattest ja schon immer ein Händchen für Make-up und Beauty. Das passt sehr gut zu dir. Wo ist denn dein Laden? In der Altstadt, direkt auf der Einkaufsstraße. Da gibt es auch sehr viel Laufkundschaft. Ich muss überhaupt keine Werbung machen. Na, dann muss ich unbedingt mal vorbeischauen. Ich finde bestimmt etwas in deinem Laden. Sehr gerne. Darüber würde ich mich freuen. Wann hast du denn geöffnet? Wir haben Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr offen. Samstags ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Ab 16 Uhr findet dann jeden Samstag der Kurs statt. Der ist auch schon fast ausgebucht. Ach, das freut mich so für dich. Da hast du ja deinen Traum verwirklicht. Das ist beneidenswert. Danke. Das ist lieb von dir. Ich bin sehr froh, dass der Laden so gut läuft. Das weiß man ja vorher immer nicht. Es war schon ein großes Risiko, meinen Job zu kündigen und alle Hoffnungen auf den Laden zu setzen. Aber es hat sich ja zum Glück gelohnt. Super. Wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst, dann sag einfach Bescheid. Ich helfe dir gern. Danke, Konrad. Gern. Ich komme morgen mal bei dir vorbei. Ich freue mich drauf. Bis morgen. Bis morgen. Ich bestelle mir eine Pizza Speziale mit viel Knoblauch und Pilzen und doppelt Käse. Nein, dreifach Käse.
Und was willst du essen? Spaghetti, Lasagne oder auch Pizza? Wie früher? Gar nichts. Ich habe keinen Hunger. Ich trinke nur etwas. Magst du keine Pizza mehr? Ich dachte, das ist eines deiner Lieblingsgerichte. Du warst doch früher ganz wild auf Pizza. Nein, ich habe mir die abgewöhnt. Die ist mir viel zu fettig. Zu viel Cholesterin, sagt der Arzt. Ich muss auf meine Leber achten. Und auf meine schlanke Figur natürlich auch. Hans schaut mich in letzter Zeit etwas sehr kritisch an. Ja, das kann schon sein. Aber ab und zu darf man doch auch mal sündigen. Ich dürfte zum Beispiel abends eigentlich gar nichts Warmes mehr essen. Nur Salat oder Brot. Aber ich gehe ja nicht ständig zum Italiener. Nur 1-2 Mal in der Woche. Isst du denn wirklich gar nichts? Jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt keinen Hunger. Vielleicht mache ich mir später zu Hause noch einen kleinen Salat. Oder ich knabbere noch meine Karotten. Da habe ich noch 4 Stück im Kühlschrank. Was darf ich den Damen bringen? Eine Pizza Speziale mit viel Knoblauch, extra Pilzen und 3-fach Käse, bitte. Und eine große Cola. Und was darf es für Sie sein? Ich hätte gerne eine Apfelschorle. So, die Damen. Eine Apfelschorle für Sie und für Sie die Pizza und die Cola. Ich wünsche einen guten Appetit. Danke, den habe ich. Immer. Tag und Nacht sozusagen. Und? Schmeckt's dir? Das ist ja eine Riesenportion. Davon würde ich 3 Tage lang satt werden. Aber sicher doch. Perfekt. Und genau die richtige Menge Knoblauch drin. Riesenportion? Ach was, das schaffe ich locker. Magst du mal probieren? Nein, danke. Wirklich nicht. Ich habe ehrlich keinen Hunger. Hausner? Guten Tag, mein Name ist Fichtner. Ich habe Ihre Anzeige gelesen, dass Sie Nachhilfe in Mathe anbieten. Bin ich da richtig? Ja, das ist richtig. Super. Meine Tochter braucht dringend Nachhilfe. Ihre Note in Mathe wird immer schlechter. In welcher Klasse ist Ihre Tochter denn? Sie besucht die 8. Klasse des Gymnasiums. Ja, das ist kein Problem. Was genau machen Sie denn, dass Sie Mathe-Nachhilfe anbieten? Ich studiere im 5. Semester Mathematik an der Universität in Leipzig. Das klingt gut. Was kostet eine Stunde bei Ihnen? Eine Stunde kostet 15 €. Ich komme zu Ihnen nach Hause. Es gibt auch die Möglichkeit einer dauerhaften Nachhilfe. Dann berechne ich pro Stunde 12 €. Das läuft dann aber mindestens ein Jahr lang. Wir würden erstmal eine Einzelstunde nehmen. Wenn das alles gut klappt, dann hätten wir Interesse an der dauerhaften Nachhilfe. Sehr gut. Wann wollen wir starten? So schnell wie möglich. Meine Tochter schreibt nächste Woche eine wichtige Klassenarbeit. Die muss besser werden als die letzte. Ich kann direkt morgen Nachmittag ab 16 Uhr vorbeikommen, wenn das passt. Das ist wunderbar. Ich schicke Ihnen gleich noch eine Nachricht mit unserer Adresse. Alles klar. Dann bis morgen. Vielen Dank. Bis morgen. Oh nein! Da fährt man einmal mit der Bahn und dann passiert so etwas. Was soll ich denn jetzt tun? So kann ich das Rad nicht benutzen. Oh, schöner Mist. Hallo, Sie da? Sind Sie für Transportschäden zuständig? Ja. Guten Tag, junge Frau. Wo ist das Problem? Ich komme eben mit dem ICE aus Stuttgart. Ich hatte mein Fahrrad dabei und es in diesem Extrawaggon angeschlossen. Jetzt habe ich es gerade von Ihrem Kollegen wiederbekommen. Und sehen Sie mal, da ist eine 8 im Vorderrad. Übrigens sind viele Speichen gebrochen. So kann ich das Rad nicht benutzen. Mein Urlaub ist im Eimer. Oha, das sieht ja übel aus. Aber ich kann Ihnen helfen. Das ist Transportschaden. Wenn Sie eine Fahrkarte bei uns kaufen, haben Sie automatisch das Recht auf Schadensersatz. Naja, Schadensersatz klingt ja gut und schön. Aber womit soll ich denn jetzt meinen Fahrradurlaub machen? Eine Reparatur wird ja dauern, wenn es überhaupt möglich ist, mein Rad zu reparieren. Keine Aufregung. Solche Dinge kommen immer wieder einmal vor. Ich nehme den Schaden jetzt erstmal auf. Ja, und dann? Wie geht es dann weiter? Dann geben Sie das Rad in eine Werkstatt. Die Rechnung reichen Sie uns dann ein. Und wir überweisen Ihnen dann den Betrag auf Ihr Konto. Moment, ich muss das alles erstmal zahlen? Ich bin Studentin. So viel Geld habe ich nicht übrig.
Und wie mache ich dann meine Radtour? Sie können sich in der Werkstatt, die Ihr Rad repariert, ein Ersatzrad ausleihen. Das zahlen wir natürlich auch. Na toll. Der Urlaub fängt ja prima an. Also ich kenne mich in Hannover nicht aus. Können Sie mir denn eine Werkstatt in der Nähe nennen? Aber sicher doch. Die Firma Radelfix ist gleich um die Ecke. Also gut. Ich hoffe, die Werkstatt hat noch geöffnet. Es ist gleich 18 Uhr. Ja, die hat bis 20 Uhr geöffnet. Ich wünsche Ihnen trotz der ganzen Unannehmlichkeiten einen schönen Urlaub. Dankeschön. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Hoffentlich nicht. Hey, ich habe heute Konrad beim Einkaufen getroffen. Er will am Wochenende eine Kanufahrt machen und hat uns eingeladen. Eine Kanufahrt? Das habe ich noch nie gemacht. Klingt lustig. Wann soll es denn losgehen? Am Samstag um 14 Uhr. Er will sich mit uns am Lutherplatz treffen. Okay, und wohin fahren wir? Das wollte er mir leider nicht verraten. Er sagt, dass wir uns überraschen lassen sollen. Er kennt eine schöne Strecke, die uns gefallen wird. Dann lassen wir uns mal einfach drauf ein. Hat er denn gesagt, wann wir in etwa wieder zurück sind? Ja, am Sonntagvormittag. Was? Wo übernachten wir denn? Konrad sagte, dass wir ein Zelt und Schlafsäcke mitbringen sollen. Also denke ich mal, dass wir campen werden. Campen am Wasser im September? Das könnte ganz schön kalt werden. Naja, ich glaube, dass ich noch irgendwo einen Thermoschlafsack habe. Ach, Hannes und Caroline kommen übrigens auch mit. Ey, super. Die beiden haben wir ja schon ewig nicht mehr gesehen. Darauf freue ich mich richtig. Ach, hoffentlich gehe ich nicht unter. Ich bin noch nie Kanu gefahren. Ach, so schwer ist das nicht. Ich kann dich ja retten, wenn du kenterst. Nein, verstanden. Super, dann sage ich Konrad mal zu. Ja, mach das. Manjas hier? Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, Herr Manias. Mein Name ist Antje Beckert. Ich habe Ihre Anzeige gesehen und brauche eine Betreuung für meine beiden Katzen. Hallo, Frau Beckert. Schön, dass Sie sich auf meine Anzeige melden. Für welchen Zeitraum brauchen Sie denn einen Katzensitter? Ich fahre vom 25. Januar bis 30. Januar zu meiner Mutter ins Erzgebirge. Ich habe 2 Katzen zu Hause und möchte die gern bei Ihnen in die Pension geben. Kleinen Moment, ich schaue mal in meinem Kalender nach. Also, das ist kein Problem. Im Januar habe ich noch Plätze frei. Das ist super. Sagen Sie mal, wie viele Katzen sind denn dann gleichzeitig bei Ihnen? Das ist ganz unterschiedlich, aber so 10 Katzen sind schon immer gleichzeitig hier. Und sind alle Katzen zusammen oder gibt es da extra Räume? Die sind alle zusammen. Das klappt nach einem Tag Eingewöhnung meist sehr gut. Da bin ich mir bei meiner Liese nicht so sicher. Sie versteht sich zwar gut mit Rosi, aber alle anderen Katzen kann sie nicht leiden. Sie kratzt und faucht dann immer. Das ist natürlich schlecht, denn die anderen Katzenbesitzer wollen ihre Lieblinge ja auch unbeschadet wieder zurück. Ja, da haben Sie wohl recht. Was mache ich denn nun? Ich kann die beiden ja nicht einfach 6 Tage lang alleine zu Hause lassen. Und ich habe leider auch keine Verwandten oder Nachbarn, die sich um meine Lieblinge kümmern würden. Wir haben auch ein Angebot zur Betreuung der Tiere zu Hause bei Ihnen. Das nennt sich dann mobile Katzenbetreuung. Wirklich? Das wäre auch nicht schlecht. Für Katzen, die sich mit anderen Katzen nicht so gut verstehen, ist das meist die bessere Lösung. Außerdem ist es weniger Stress für die kleinen Tiger, da sie in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Ja, ich glaube, das wäre das Richtige für uns. Was muss ich mir unter diesem Service denn vorstellen? Ich erkläre Ihnen das gern. Ich komme einmal täglich mit dem Auto zu Ihnen und kümmere mich um die Reinigung der Katzentoiletten, fülle die Futter- und Wasserschalen auf und spiele mit Ihren Katzen. Das ist ja super. Wie lange bleiben Sie denn bei meinen Katzen? Ich bleibe pro Besuch etwa 30 Minuten. Wenn nötig, also wenn die Katze unbedingt noch kuscheln möchte, bleibe ich auch ein paar Minuten länger. Das wird Ihnen sicherlich gut gefallen. Sagen Sie, ist es denn auch möglich, dass Sie da meine Blumen gießen und die Post aus dem Briefkasten nach oben mitnehmen? Klar, das mache ich gern. Oh, Sie sind ein Engel. Was kostet die Betreuung denn? Vom 25. bis zum 30. Januar, richtig?
Genau. Das sind 6 Tage. Pro Tag berechne ich 20 Euro. Das wären insgesamt also 120 Euro. Ich hätte gedacht, dass das viel teurer ist. Das ist ja wunderbar. Dann bleibt mehr Geld, um meinen beiden Lieblingen aus dem Erzgebirge eine Kleinigkeit mitzubringen. Da werden Sie sich bestimmt freuen. Und wie bekommen Sie meinen Wohnungsschlüssel? Ich komme vorher vorbei zu einem Kennenlerntermin. Es ist immer ganz gut, wenn die Katzen mich schon einmal gesehen haben. Da können Sie mir dann auch den Schlüssel geben. Alles klar. Ich hätte nächste Woche Freitag Zeit. So um 14 Uhr? Das passt mir sehr gut. Dann brauche ich noch Ihre Adresse. Ich wohne in der Grünstraße 12 in 12557 Berlin. Gut, ich habe mir das notiert. Dann sehen wir uns am Freitag. Vielen Dank. Bis Freitag. Deutsch lernen durch Hören.